Ich würde jetzt nicht sagen, dass nur weil man in einem Van ist, dass das Leben irgendwie einfacher ist. Und natürlich nimmt man alle seine Sachen, mit denen man vielleicht zu Hause zu kämpfen hat oder so, nimmt man natürlich auch einfach mit. Und gerade wenn man dann alleine ist oder wenn man in herausfordernden Situationen ist, merkt man natürlich auch erst auch so die inneren Komponenten. Hallo im veganen Van. Ich bin die Lorena und ich koche hier in den kleinen 4 Wänden. Ne? Und das ist Martin. Hi, ich bin Martin und ich esse und spüle ab. Wir sind hier im Van und auch in der Küche. Ich habe hier eine Kühlbox, das ist ganz praktisch, auch wenn vegane Lebensmittel oft gar keine Kühlung benötigen. Ist es doch praktisch, wenn man mal was vorkocht, oder ich koche auch für Gizmo und es kommt dann in die Kühlbox. Dann haben wir hier 2 Herdplatten, die kann man hier einfach so aufklappen. Ist auch ganz praktisch, dass man das einfach als Stellfläche noch benutzen kann. Hier sind die 2 Kochplatten. Ich habe einen Gastank, einen Untergastank. Den kann man an der Tankstelle befüllen. Also das ist auch praktisch, weil dadurch, dass ich so viel koche, würde ich so mit Gasflaschen nicht auskommen. Und das reicht dann so 3 Monate ungefähr, 2 bis 3 Monate, je nachdem wie viel ich koche. Und ja, hier unten sind meine ganzen Vorratssachen drin. Ich habe hier eine Schublade mit ganz vielen Gläsern. Da habe ich mein ganzes Vorratszeug drin. Das ist nicht immer so voll. Also gerade, auch wenn mal was ausgeht, wird man ja auch super oft einfach kreativ. Habe hier mein ganzes Küchenzeug drin. Also während meinem Studium habe ich im Betrieb meiner Familie gearbeitet. Berufsbegleitend habe ich studiert und wollte einfach wissen, ob das was für mich ist, dort zu arbeiten oder vielleicht auch nicht. Und ich habe dann irgendwie eher so meiner inneren Stimme gefolgt, weil ich eigentlich schon wusste, dass es in mir was gibt. Also gerade so das Fotografieren, die Fotografie und ich glaube auch der kreative Part, der einfach super wichtig für mich ist, um mich da so auszuleben. Und ich hatte oft das Gefühl, dass das zu Hause, dass da nicht so der Raum da war, um mich so auszuleben und mich zu verwirklichen auch irgendwie. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, dann habe ich das in der Tasche und dann probiere ich das erstmal. Habe mir auch irgendwie gedacht, okay, wenn es nicht klappt, dann stehe ich halt wieder da, wo ich jetzt eh schon stehe. Deshalb hatte ich da jetzt auch irgendwie keine Sorgen oder ich habe es einfach probiert und bin dann irgendwie immer weiter gereist und habe auch recht schnell schon gemerkt, dass das einfach mein Ding ist und dass es das ist, was ich gerade machen möchte. Habe mir aber auch nie einen Druck gemacht, dass es das bleiben soll oder bleiben muss irgendwie, weil es bringt ja auch nichts. Und so habe ich mir dann irgendwie im Van meinen Raum geschafft, um kreativ zu sein, um auch einfach mal zu leben zu sein, wundervolle Orte zu besuchen und mich damit auch irgendwie zu verbinden. Und ich bin auch irgendwie happy, dass ich das so früh gemacht habe, weil ich ja jetzt auch merke, dass ich da voll drin aufgehe und dass ich das Gefühl habe, viel mehr bei mir selbst zu sein, als jetzt irgendwie in der Uni oder im Büro. Ja, also den Schlauch, der im Waschbecken ist, den kann man durch das Fenster raustun. Das ist ganz praktisch, dann kann man am Van quasi duschen. Sonst mit dem Waschlappen oder ins Meer oder ab und zu gibt es ja an Stränden auch öffentliche Duschen. Das ist dann toll. Aber ich finde es auch cool, dass man auch hier am Van natürlich duschen kann. Ich mache das dann meistens so, dass ich hier mein Handtuch hinlege und dann einfach vor dem Bus dusche. Ja, das ist echt praktisch. Genau, hier kann man dann sich abduschen.
Also wir schlafen hier unten. Ne? Man kann theoretisch auch hier oben schlafen und das umklappen. Aber gerade jetzt, wo wir zu zweit unterwegs sind, haben wir einfach die ganzen Sachen hier oben reingestopft. Bettzeug und Rucksäcke. Und ja, das wird nicht so oft geöffnet. Und hier unten kann man dann das Bett vorziehen. Man kann es einfach hier vorschieben und dann umklappen. Und dann ist ganz schnell die Sitzecke zum Bett umfunktioniert. Ja, und da hat man eigentlich super viel Platz und hat schnell sein Bett zur Hand. Also natürlich gab es auf meiner Reise so Herausforderungen, zum Beispiel jetzt gerade mit dem alten Auto zu reisen. Da gehen Sachen kaputt. Zum Beispiel in Lissabon ist einfach meine Kupplung mitten auf der Straße kaputt gegangen und ich stand dann da. Und ich finde aber, so wichtig ist es eben in so Situationen dann auch einfach da aus der Wertung so ein bisschen rauszugehen und zu sagen, okay, das gehört irgendwie dazu. Und ich kann es entweder als Herausforderung sehen und als Aufgabe, die mir das Leben oder die Reise gerade gibt. Oder ich sage halt, oh, das ist scheiße. Und das ist, also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass es keine Dinge gibt, die Herausforderungen sind. Aber so dieses, das auch annehmen und das irgendwie vielleicht gar nicht so bewerten, sondern sagen, okay, und daran wachse ich jetzt und das nehme ich an, das akzeptiere ich und ich mache das Beste so draus. Das ist, glaube ich, noch wichtiger. Also ich glaube, mittlerweile ist es schon der Van. Ich liebe meinen Van total und trotzdem, es gehen Sachen einfach kaputt und es gehen auch Sachen kaputt, wenn man es überhaupt nicht damit rechnet oder wenn es natürlich überhaupt nicht passt, wenn man mitten in der Stadt steht, einen Termin hat und ja, ich glaube, eine Sache, die mir manchmal auch ein bisschen schwer fällt, ist so, für mich jetzt nicht als Überhygiene, also ich habe auch mal kein Problem, ein paar Tage nicht zu duschen oder so. Was ich ein bisschen grenzwertig finde, ist, wenn ich meine Periode tatsächlich habe im Bus. So dieses dann irgendwie mit so einer Menstruationstasse dann irgendwo in die Natur. Also obwohl ich auch jetzt mit Klo gehen und so nicht so die Probleme habe, finde ich, das ist dann schon geil, wenn man irgendwie eine Dusche hat, sich zurückziehen kann. So die ja, auch vielleicht einen Raum dann nochmal hat für sich. Da stoße ich manchmal, ich weiß nicht, an meine Grenzen, aber das merke ich einfach, oh, da bin ich gern am Campingplatz oder in dem Airbnb so. Ja, wir haben uns eigentlich ganz in der Nähe hier kennengelernt. Ja. Ich habe einen Freund besucht und da war Martin dann ganz plötzlich da. Ja, ich war da zu Gast. Das ist eine Finca, wo man auch Zimmer mieten kann, Airbnb. Und genau. Und da haben wir uns dann getroffen und dann haben wir uns eigentlich auch direkt richtig gut verstanden. Und hier ganz in der Nähe haben wir an dem ersten Tag, wo wir uns kennengelernt haben, auch direkt eine Wanderung gemacht, was wir beide sehr mögen. Und ja, dann hat so eins zum anderen geführt. Ja, davor bin ich ja recht lang alleine gereist. Ich bin schon so ein paar Monate auf den Kanaren und habe das auch richtig genossen. Aber ja, jetzt zu zweit ist es auch super schön, gewisse Dinge zu teilen, gerade wenn es so ähnliche sind wie ja, in der Natur sein, laufen, wandern, essen. Ja. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Ich bin ja recht lange alleine eben gereist und ich hatte als Kind tatsächlich eher oft Angst, alleine zu sein, witzigerweise. Also ich habe mir immer ganz schwer getan, so für mich zu sein. Habe sie an meiner Mama geklammert als Kind. Also erst so eher in den ersten Jahren. Und bin aber irgendwie so auch der Überzeugung, dass ja, wenn man dann anfängt, da hinzuschauen und sich auch mal die Frage zu stellen, okay, was ist das eigentlich? Vielleicht auch irgendwie eine Leere oder eine Einsamkeit. Ja, wenn man schafft, das zu transformieren, dass ja, das auch ganz toll sein kann. Und mit 13, 14, glaube ich, war das dann schon immer so, dass ich schon immer von alleine weg wollte, aber immer noch das irgendwie so gespürt habe, dass es mir schwer fiel, so alleine zu sein. Und ja, auf meiner Reise habe ich mich dann irgendwie auch richtig darin verliebt, alleine zu sein. Und am Anfang war es vielleicht auch mal ungewohnt, aber ich habe auf jeden Fall super viel da über mich gelernt und habe die Zeit voll genossen und es ist einfach schön. Und ich glaube auch, ich bin jetzt auch wieder in der Beziehung, ist es einfach auch wichtig, mit sich alleine zurechtzukommen und
auch diesen Schmerz vielleicht auch mal hochkommen zu lassen, wenn man sich mal einsam fühlt oder ja, ist einfach ein wertvoller Prozess. Das ist natürlich auch einfach toll, wenn man einen Stellplatz hat, wo ja, Wasser dann so nah ist. Auch was ganz was Besonderes. Ich werde gleich mal probieren. Wasserverkostung. Martin ist ja besser wie ich. Der hat irgendwie... Ich habe da bessere Rezeptoren für, ja. Wobei Chlor schmeckt. Ich finde, Chlor riecht man auch einfach schon. Ja, das riecht man und das Problem ist eben auch, dass wenn man schon hier so guckt, das ist eben einfach schon auch warm. Das heißt, die Leitungen sind irgendwie nicht so tief im Boden drin und wenn das jetzt schon warm ist, dann eigentlich kann man das zum Spülen nehmen und auch zum Waschen. Aber zum Trinken, wenn Wasser warm aus der Leitung rauskommt, dann würde ich da schon eher von abraten. Ich würde sagen, es schmeckt nach Chlor. Ich finde aber auch, die Hände waschen ist auf jeden Fall immer, und das Gesicht, da fühlt man sich danach immer besser. Ja, Füße auch. Ja, es ist schon geil. Ich finde, Wasser ist schon auch was man einfach erst auch richtig zu schätzen weiß, wenn man es mal nicht mehr hatte. So. Ja, auch jetzt durchs Laufen irgendwie, wir beide laufen ja. Und ich bin super lange immer ohne Wasser gelaufen, weil Martin oft ohne Wasser läuft. Und jetzt habe ich so eine 300 Milliliter Flasche. Und das verändert alles. Also was kleine Mengen an Wasser auch einfach ausmachen. Also als ich den Van gekauft habe, ungefähr zeitgleich habe ich auch angefangen, mich vegan zu ernähren. Und dann habe ich halt nach einem Kochbuch gesucht für vegane Inspirationen im Van oder so und habe da irgendwie nicht wirklich was gefunden. Ne? Also nicht so direkt. Und dann dachte ich mir, ja geil, wenn es jetzt noch nicht so explizit gibt, dann mache ich das einfach. Und dann habe ich halt angefangen mit Instagram, einfach da meine Sachen zu posten, meine Fotos zu machen. War auch irgendwie für mich ganz cool, weil ich das ja eh schon gemacht habe. Also ich habe da jetzt nicht so einen riesen Mehraufwand gesehen. Fand das auch irgendwie schön, das zu teilen. Und alle Dinge, die ich irgendwie dafür gebraucht habe, haben sich dann auch oft einfach so ergeben. Ich glaube auch einfach, weil ich dran geglaubt habe und ja, immer weitergemacht habe mit meinem Projekt. Ja, und jetzt ist das Buch, ich glaube vorgestern haben die ersten Leute ist das zu Hause angekommen. Und das ist irgendwie auch richtig verrückt, weil ich selbst ja noch gar nicht gesehen habe. Ich werde es in 1-2 Wochen hoffentlich in den Händen halten. Aber ja, ist einfach richtig krass und richtig schön. Ja. Wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Überlegen, ob wir nicht so im Frühjahr einen größeren Van ausbauen. Einfach weil auch gerade so zum Kochen und Arbeiten, also ich koche ja viel und wenn dann aber noch jemand hier drin sitzt und arbeitet, das kann schon auch mal echt eng werden. Und jeder braucht ja auch irgendwie so seinen Raum, um sich zu verwirklichen. Ne? Und ich glaube, bei mir passiert das oft ganz intuitiv, dass ich einfach anfange zu kochen. Ne? Und dann irgendwie wird es so ein stundenlanger Prozess. Wenn ich einmal angefangen habe, dann wurschtel ich hier irgendwie rum. Ja, da kann es hier auch mal eng werden. Also ich habe angefangen, Kochworkshops aus dem Van zu geben. Also das findet dann über Zoom statt und wir kochen so 5 Leute, 10 Leute, je nachdem, wie viele gerade Lust haben. Und das ist so ein Teil, teilweise über Instagram auch, also über Kooperationen. Da versuche ich einfach, dass das ausgewogen ist, weil es viele Produkte gibt, die ich vielleicht cool finde, aber so einfach selber gar nicht verwenden würde. Deshalb, ich finde, das ist wichtig, da ein Gleichgewicht zu halten. Ja, dann habe ich angefangen, auch für größere Gruppen zu kochen. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen am Schauen, wie ich das machen kann. Es war halt durch Corona auch einfach nicht so einfach, weil viele Retreats dann abgesagt wurden und die Planung war da halt nicht so einfach. Kann mir aber schon auch vorstellen, das mit meinen Reisen irgendwie zu verknüpfen, weil es ja auch toll ist, dann einfach mit Leuten vor Ort das Essen zu teilen. Und auch gerade für Yoga-Retreats habe ich gemerkt, stellt es einfach auch so eine wichtige Grundlage dar, so das Essen, und ist einfach eine tolle Unterstützung. Genau. Und jetzt mit meinem Buch noch. Ich habe auch
so vor ein paar Monaten ein E-Paper rausgebracht zur pflanzlichen Hundeernährung. Das war so ein kleines Online-Projekt, also das wurde nicht gedruckt. Habe das einfach in meiner Community so ein bisschen publiziert und online verkauft. War einfach auch so ein Herzensprojekt für mich, weil ich Gizmo ja auch vegan ernähre und da natürlich immer super viele Fragen aufkommen. Und ich gemerkt habe, okay, ich beantworte immer die gleichen Fragen. Vielleicht bringe ich das einfach mal zu Papier. Ja, ich habe heute Morgen schon Brötchen vorbereitet für unser Frühstück. Ich dachte mir, das passt irgendwie auch zu dem Ort. Ich habe nämlich vorher zu meinem Freund gesagt, wenn ich jetzt hier mit einem Smoothie ankomme, das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Deshalb gibt es heute selbstgebackene Semmeln und Scrambled Tofu. Und ja, ich finde, der Omnia, den möchte ich irgendwie nicht mehr missen. Ich habe auch noch einen Akkumixer im Van, der ist super praktisch. Das sind 2 so Sachen, die finde ich irgendwie super geil zum Kochen. Ich glaube, ganz wichtig ist es, sich den Raum zu schaffen für seine eigene innere Stimme und auch vielleicht sich die Frage zu stellen, was einen denn schon immer Spaß gemacht hat oder erfüllt hat. Oftmals sind das ja auch so offensichtliche Dinge, denen man vielleicht gar nicht so den Raum gibt, aber wenn man dann mal für sich alleine ist, merkt man, okay, da ist irgendwas, irgendein Hobby, ich meine, es muss ja gar nicht das Reisen sein, es kann ja auch irgendein anderer Traum sein, den man vielleicht auch schon als Kind hatte, aber dadurch, dass halt, keine Ahnung, Freunde, Familie, äußere Umstände vielleicht einfach einen ganz anderen Weg gewählt haben und man denkt auch immer, dass man da irgendwie so mitspielen sollte. Ja, und sich davon einfach frei zu machen und ich glaube einfach auch mal das zu versuchen, sich selber nicht unter Druck zu setzen, sich dessen bewusst zu werden, dass auch für diese innere Stimme ein Raum da ist. Und ich glaube, wenn man dann so auf seinem Weg ist, dann merkt man auch ganz schnell, ob es das Richtige ist oder nicht. Hier haben wir eine richtige Tafel. Das ist schon auch einfach cool, was für Orte es hier gibt, finde ich. So auch mit auf La Gomera gibt es auch so total viele kleine Kirchen, wo man irgendwie dann auch grillen kann und wo die Einheimischen einfach hinkommen, um Feste zu feiern, um zu kochen, um Brot zu backen. Richtig schön, wenn die Orte auch so genutzt werden. Guten Appetit. Guten Appetit. Gizmo kommt auch. Weglassen. Ich glaube irgendwie, wir sind in einer Zeit, wo wir richtig, richtig wachsen können, weil viele Leute auch verstehen, dass vieles einfach nicht so gut läuft oder sich viele Menschen auch nicht so wohlfühlen in dem, was sie tun. Und ich glaube, wenn dann jeder so anfängt, in sich reinzuhören und zu verstehen, was einen selbst erfüllt, mit was man dann, ja, aber ich glaube, wenn man dann selbst mit Dingen erfüllt ist, erst dann kann man das auch so mit anderen teilen und diese Liebe auch mit anderen teilen. Und das ist dann aus einer ganz anderen Quelle irgendwie, wie wenn man was fürs Außen tut. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, bei sich anzufangen, sich um sich selbst zu kümmern, sich ein Umfeld zu schaffen, wo man sich wohlfühlt und wo man dann auch die eigenen Kräfte irgendwie mobilisieren kann und somit auch andere Leute wieder inspirieren, helfen, unterstützen kann.